Interessante Frage jetzt. Haben Sie schon mal was von Sami Yusuf gehört? Ein Teil unserer Zuschauer wird begeistert rufen, ja klar. Die meisten haben mit Sicherheit keine Idee, um wen es geht. In den Medien kommt der Mann kaum vor. Das heißt, in den meisten westlichen Medien nicht. Es wird höchste Zeit, dass sich das ändert. Sami Yusuf ist ein Weltstar in der muslimischen Welt. In Kairo, Kuala Lumpur und Karachi löst er Verkehrschaos aus bei jedem Versuch, über die Straße zu gehen. Und auch in Deutschland füllt er die größten Hallen. Wie gesagt, es wird höchste Zeit, dass wir alle Sami Yusuf kennenlernen und seine einfache Botschaft, die ohne Bling-Bling und Glitzereffekt auskommt und sich vielleicht auf ein Wort reduzieren lässt: Toleranz. Yassin Herrlein hat ihn getroffen, den größten muslimischen Popstar unserer Zeit. Das Faszinierende an Poprhythmen aus dem Nahen Osten ist, dass sie unweigerlich mitreißen. Man kann sie auf Arabisch singen und auf Englisch. Über Liebe, Gott und tiefen Glauben kann man in vielen Sprachen singen. Vor allem Sami Yusuf kann das. Auf Englisch zu singen und dann ins Hindi zu wechseln, Arabisch oder Persisch, das hat etwas Vereinendes. Es ist nicht meine Absicht zu predigen, aber Glaube ist wichtig für mich. Er inspiriert mich. Meine Musik schöpft aus dem Glauben. Here we are. So, this is my house. In einem Reihenhaus in Ealing im Westen Londons ist Sami Yusuf aufgewachsen. In Teheran geboren mit aserbaidschanischen Wurzeln, wurde Yusuf geprägt von verschiedenen Kulturen. Sein Vater ist ein bekannter Musiker im Iran, ebenso berühmt wie Sami inzwischen in der gesamten islamischen Welt. Nur im Westen kennt ihn kaum jemand, der nicht dem muslimischen Glauben angehört. In Deutschland habe ich viele der größten Konzerthallen ausverkauft, aber bei der Bevölkerung dort bin ich nicht so bekannt. Und offen gesagt glaube ich, dies liegt daran, dass ich Muslim bin, dass mein Name Yusuf ist. Da ist es sozusagen nicht politisch korrekt, populär zu sein. Tradition, egal ob islamische oder westliche, ist wichtig, meint Yusuf. Doch in beiden Welten würde sie allzu sehr vernachlässigt. Deshalb haben ihn die jüngsten Geschehnisse in Paris besonders betroffen gemacht. Diese Ideologie, der die Terroristen folgen, hat mit den gängigen Lehren des Islam natürlich nichts zu tun. Kein Muslim sollte mich nicht entschuldigen müssen für Leute, die offensichtlich krank sind. Der Ruhm, zu dem ihn sein erstes Album 2003 katapultierte, hat ihn selbst überrascht. Sein Privatleben versucht Yusuf, der seit 9 Jahren mit einer Deutschen verheiratet ist, so gut es geht abzuschirmen. Doch bei über 30 Millionen verkauften CDs ist seine Fangemeinde natürlich riesig. Anlässlich seines kurzen Besuchs in seiner alten Heimat London ließ Sami Yusuf über Facebook Karten für ein kleines improvisiertes Konzert verlosen.